Eine fliegende Insel, kaputte Lichtschilder und eine finstere Herrscherin, die dunkle Kreaturen nach Ventopia schickt. Was kann da schon schiefgehen? Vermutlich eine ganze Menge. Was das Ziel des Spiels von Ventopia ist, das erklärt uns jetzt der Steffen. Ja, und zwar diese fliegende Insel Ventopia wurde von der bösen Hexe Nyxara sabotiert, beziehungsweise die Energietürme wurden zerstört und die wollen wir natürlich wieder reparieren. Das Coole an Ventopia ist, es ist mit einem elektronischen Spielfeld. Das heißt, das Spielfeld erkennt, wo wir sind. Es hat einen eingebauten Lautsprecher. Das heißt, wir brauchen keine App oder irgendwas dazu. Wir können das Spiel autark für sich spielen. Das Spiel hat einen Tutor-Modus, das uns eigentlich alles erklärt, was wir tun müssen und können direkt loslegen. Ziel des Spiels ist eben, diese Energietürme wieder zu reparieren. Wie schaffen wir das? Indem wir Kristalle in diese Energietürme in der passenden Farbe einsetzen. Die Kristalle finden wir, für die Kristalle brauchen wir erstmal Energieelemente. Diese Energieelemente finden wir irgendwo auf dem Spielfeld. Und zwar funktioniert es so, dass wir unsere Figur auf eines dieser Felder auf den Wegen setzen. Dann erklärt uns das Spiel oder sagt uns das Spiel, was wir dort finden, ob das jetzt Feuerkraut ist, Leuchtkäfer oder Sonnenkristalle. Und die versuchen wir zu sammeln. Und mit diesen Kristallen gehen wir dann zu den Kristallwandlern, mit den Energieelementen gehen wir zu den Kristallwandlerinnen. Da laufen wir eben auch hin und je nachdem, wenn wir uns dann unsere Figur dann eben hinsetzen, dann sagt uns das Spiel zum Beispiel, ja, hier wandle ich für dich Feuerkraut in Kristalle um. Wenn ich dann eben genügend Feuerkristalle an einem anderen Ort gefunden habe oder gesammelt habe, dann darf ich die dort eben umwandeln. Je nachdem ist es manchmal ein bisschen großzügiger und ich muss weniger Energieelemente abgeben, manchmal mehr. Dann bekomme ich eben diese Kristalle und mit diesen Kristallen gehe ich zu diesen Energietürmen und gebe die dann dort ab. Ich darf immer 1 bis 2 Felder laufen, darf aber auch Energieelemente abgeben, um nochmal ein Feld weiter zu laufen. Wenn ich dann eben alle Energietürme gefüllt habe mit den Kristallen, in den passenden Farben, dann habe ich das Spiel gewonnen. So einfach ist es aber leider nicht, weil die böse Hexe Nyxara schickt natürlich ihre bösen Monster auf diese Insel. Das sagt uns auch eben das Spiel immer mal wieder. Also wir haben hier eine LED, die zeigt uns an, welcher Spieler dran ist und zwischendrin kommt dann, die böse Nyxara schickt zum Beispiel die Fledermaus an die Windmühlen. Dann erscheint eben diese Fledermaus an den Windmühlen und wir müssen dann auch für die hier bestimmte Energieelemente einsetzen, um diese Fledermaus zu besiegen. Da können wir dann entscheiden, ob wir 1, 2 oder 3 Feuerkräuter dafür einsetzen. In dem Fall brauchen wir Feuerkräuter und dann haben wir aber nicht automatisch gewonnen und das ist jetzt auch das sehr Coole an dem Spiel, dass man einen sehr herausfordernden Kampf hat. Und zwar umso herausfordernder, je geiziger ich bin mit meinen Feuerkräutern in dem Fall. Also ich kann eben den Kampf mir erleichtern, indem ich mehr Energieelemente einsetze. Der Kampf selber läuft dann so ab, ich habe hier so ein Lämpchen, das normalerweise zeigt es mir an, welche Farbe dran ist. Und im Kampfmodus wechselt das Lämpchen eben von Rot über Lila zu Blau, zu Lila zu Rot und wieder zurück. Und ich muss es bei Blau, muss ich eben die Sonnentaste drücken. Und das ist ziemlich herausfordernd. Also es gibt verschiedene Modi. Es gibt zum Beispiel den Tutor-Modi. Der wird alles erklärt, ist alles noch ein bisschen einfacher. Es gibt einen einfachen Modus, einen fortgeschrittenen Modus. Dann gibt es sogar noch grundsätzlich ist das Spiel kooperativ. Wir versuchen alle gegen die Hexe Nyxara und ihre Monster zu kämpfen. Aber es gibt auch einen kompetitiven Modus, den man dann hinten raus auch noch machen kann. Er ist sehr cool tariert. Also auch da haben wir einen guten Ausgleich, dass jeder alles im Blick haben muss, aber auch jeder ein bisschen für sich kämpft. Allerdings sollte man erstmal im kooperativen Modus arbeiten, das ist schon herausfordernd genug. Ich habe das Spiel 3-mal gespielt, 3-mal verloren. Also es ist vielleicht gerade zum Thema, für wen das geeignet ist. Es
diese Welt, in dieser was auftaucht, super cool für Kinder, denke ich. Ist Abenteuer, man läuft rum, man entdeckt Sachen, wo ist was, es taucht irgendwo ein Schatten auf, den man sich merken muss, wo der denn jetzt gerade ist. Gleichzeitig habe ich aber auch viel Taktieren drin, dass ich quasi schauen muss, okay, da tauchen immer mehr Monster auf. Ich muss gegen diese Monster kämpfen, darf da nicht zu viele kommen, weil wenn dann eben alle Monster auf der Insel sind, dann ist die Insel sackt mit jedem Monster immer weiter nach unten. Und wenn eben alle 7 Monster auf der Insel Ventopia sind, dann haben wir alle zusammen verloren. Und es ist eben quasi der Kampf zwischen zu viele Monster auf der Insel, wir haben verloren und wir wollen aber gleichzeitig auch noch unsere unsere Energietürme mit Kristallen reparieren, um dann das Spiel zu gewinnen. Verstehe ich das denn richtig, dass dann auch jedes Spiel sich komplett wie ein neues Spiel anfühlt, weil ich ja durch das elektronische Spielbrett auch immer wieder neue Anweisungen bekomme, was wo ist? Also ist es immer wieder ein neues Spiel? Genau, richtig. Also jedes Mal, deswegen am Anfang ist das Spielfeld total kahl, also noch nichts weiß man, wo, an welchem Ort was zu finden ist und dementsprechend erst wenn ich dann dorthin gehe, sagt mir das Spiel, hier findest du Feuerkräuter. Und das Spiel merkt sich auch ein bisschen, wo du denn so warst. Zum Beispiel, wenn ich an dem hier Feuerkräuter gefunden hatte in diesem Feld, wenn ich direkt wieder drauf gehe, finde ich nur ein Feuerkraut, weil ich war ja erst dort. Ich habe ja erst geerntet dort. Dementsprechend woanders, wo ich schon länger nicht mehr war, finde ich dann zum Beispiel vielleicht sogar 3 oder noch mehr Feuerkräuter. Also auch das ist, ich kann nicht irgendwie an meinem Ort die ganze Zeit bleiben und irgendwie das sammeln, was ich gerade brauche. Der andere sammelt immer das Gleiche dort, der andere sammelt immer das. Wir müssen alle uns über das komplette Spielfeld bewegen, um eben möglichst effektiv zu sein. Und gleichzeitig tauchen eben immer wieder diese Monster auf und auch die können wir dann eben in diesem Kampf, der sehr herausfordernd ist oder sein kann, je nachdem wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist, können wir die zum Beispiel mit einem Lichtstärke, dann wandert es nur an einem anderen Ort. Wenn wir 3 Lichtstärke erreichen, also je besser wir quasi das blaue Licht erwischen, desto höher ist unsere Lichtstärke. Und wenn wir das sehr, sehr gut erwischen, dann können wir bis zu 6 Lichtstärke schaffen. Habe ich noch nie geschafft. Weiß nicht, was man dann für einen Bonus bekommt, aber bei 3 und 4 geht es zumindest mal weg. Manchmal lässt sogar noch ein Kristall fallen und wir können den Kristall dann direkt verwenden, um den in den Energieturm dann einzusetzen. Okay, also sprich ein Spiel, das niemals langweilig wird und ich kann mir immer selber einrichten, wie schwer möchte ich das Spiel spielen. Genau, richtig, ja. Und eben auch viele Elemente. Man hat eben diesen Reaktionsfaktor mit dem Licht in dem Kampf, man hat das Taktieren, wer geht wohin, jetzt sind es zu viele Monster, müssen wir wieder mehr auf diese Monster gehen oder jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Kristalle, weil das ja eigentlich unser Ziel ist, weil sonst endet das Spiel nie, wenn wir nur auf die Monster gehen. Die Monster tauchen auch wieder auf. Je nachdem, zum Beispiel kann ich sie auch mit einem Kristall relativ leicht wegbekommen, aber Kristalle finden die auch ziemlich cool. Und das heißt, sie kommen dann auch relativ schnell dann wieder. Und man hat sie eben dann doch nicht so effektiv bekämpft, wie man das jetzt mit dem passenden Energieelement zum Beispiel getan hätte. Für welche Zielgruppe ist Ventopia so gedacht? Also, ich meine, ich habe das Spiel 3-mal gespielt, 3-mal verloren bisher. Dementsprechend kann ich nicht sagen, es ist nicht für Erwachsene geeignet. Es ist sehr für Erwachsene geeignet, also es ist sehr herausfordernd. Aber man kann ja auch den Modus einfacher stellen und gerade eben mit diesem Abenteuermodus. Wir haben eben die Box, die uns dann eben mit Musik und der Ansage in dieser Welt hält. Es ist, denke ich, für Kinder auch super, super spannend, weil sie in dieser Welt sind, dann taucht ein Monster auf und ich kann gegen dieses Monster kämpfen. Und also es ist viel Action in dem Spiel, macht super Laune. Es ist was ganz anderes, wie was ich zum Beispiel sonst in meiner Spielesammlung habe. Deswegen bereichert es meine Spielesammlung auf jeden Fall sehr. Gerade auch, dass man es kooperativ spielen kann, aber dann vielleicht auch mal kompetitiv. Man hat so viele Möglichkeiten im Spiel. Macht super viel Spaß, ja. Also ein Spiel, das quasi nicht nur für Familien, Kinder, sondern auch für alle Erwachsenen geeignet ist. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt, Ventopia zu retten oder ob ihr von den dunklen Kreaturen überrannt werdet. Schreibt es uns doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.